Gärtnern in früheren Zeiten. Darum geht es in diesen 2 Büchern. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es unter anderem um Vita Sackville-West. Diese berühmte Gärtnerin aus Buch 1 kennt sicher jeder. Herzlich willkommen bei Gebi Garten. Vita Sackville-West ist eher zwar als Romanschriftstellerin bekannt, als denn als Gartenbuchautorin. Aber dennoch hat sie mehrere Gartenbücher geschrieben und berichtet in dem hier vorgestellten Buch aus ihrem Garten, dem berühmten englischen Sissinghurst. Inspiriert durch ihre ebenfalls berühmte, aber heute kaum noch bekannte Zeitgenossin, vielleicht kennt man sie noch von der nach ihr benannten Rose, nämlich der Gartengestalterin und Autorin Gertrude Jekyll, begann Vita Sackville-West 1930 zusammen mit ihrem Mann, das verfallene Sissinghurst samt dem 5 Hektar großen Gelände zu renovieren und den Garten zu eben jenem berühmten Garten umzugestalten, den mittlerweile jährlich um die 160.000 Menschen besuchen und bestaunen. Aus eben jenem Garten berichtet sie hier in ihrem Buch, das eigentlich eine Sammlung ihrer wöchentlichen Zeitungskolumnen ist. Das Buch erschien zuerst 1951 in England und berichtet nicht über ihren Garten, über Sissinghurst, sondern, wie der Untertitel verrät, ihre Einfälle und ihre Ratschläge zu Gärten und Pflanzen ganz allgemein und speziell. Interessant fand ich ihren Gartenkniff, wie sie es nennt, hinzupassende Farbkombinationen für ein bestehendes Beet anhand von verschiedenfarbigen Blumensträußen zu testen. Das Buch enthält 292 Seiten und ist nach Monaten von Januar bis Dezember unterteilt und bereits die 14. Auflage von 2002. Gebraucht ist es noch erhältlich und wie immer sind unten einige Links dazu. Leider sind in dem Buch nur eine Auswahl ihrer Kolumnen enthalten. Das englische Original ist nämlich fast doppelt so dick. Trotzdem ist das Buch amüsant und bietet einige unkonventionelle Vorschläge. Es ist sehr lesenswert und humorvoll geschrieben und zumindest ich kann immer mal wieder einzelne der Kolumnen lesen und auch immer etwas Neues entdecken. Ein Zeitgenosse von Vita Sackville-West war Reginald Arkell, der mit seinem Roman Finnegans Garten 1950 einen Gartenroman-Klassiker schrieb. Der Roman spielt gegen Ende des viktorianischen Zeitalters. Finnegan, das Findelkind und später der Erwachsene, hat eigentlich gar keinen eigenen Garten. Aber er interessiert sich sehr für Pflanzen und ist ein guter Beobachter und gewinnt so als Schulkind den Wiesenblumenwettbewerb und die Aufmerksamkeit der jungen Miss. Spannend und einfühlsam wird Finnegans Aufstieg vom Gartenburschen, der stundenlang nichts anderes tun darf, als im Garten des Herrenhauses Unkraut zu zupfen, zum Obergärtner des Herrenhauses beschrieben. Er beeindruckt seine Ladyschaft mit frischen Erdbeeren im Winter, lässt uns an seinen Gedanken über Pflanzen teilhaben und die Neugestaltung von Beeten, und keines dieser kleinen Details liest sich für Gärtner langweilig. Detailreich wird die Arbeit in einem großen Herrenhausgarten beschrieben. Eine Zeitreise in eine Zeit ohne Rasenmäher, Laubposter, elektrischer Heckenscheren und Gartencenter. Und das Ende wird hier auch nicht verraten. Das kleine Buch hat 220 Seiten und ist in Leinen gebunden. Die Erstausgabe in Deutschland ist von 2008 und dies ist bereits die 6. Auflage. Man könnte dieses Buch auch einfach als Roman lesen, aber ich sage klare Nicht-Kauf-Empfehlung für Nichtgärtner. Die würden sich bei dieser Lektüre sicher langweilen. Beide Bücher sind übrigens ganz Gartenbuch und typisch komplett ohne Bilder.
Das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich natürlich über ein Abo sehr freuen oder einen Daumen nach oben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Ewigarten. Tschüss.